Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu, was ist in meiner Kameratasche, wenn ich in die USA auf eine Reise gehe. Tag 3 beginnt heute im Death Valley. Oder wie man es auch nennen kann, ich packe viel zu viel ein und benötige nur ein Drittel davon. Das ist eine kleine Warnung, die geht raus an euch. Ich möchte euch vorstellen, was ich in den USA mit dabei hatte. Ich war ja an der Westküste unterwegs, wir haben uns da ein bisschen was angeguckt. Ich hatte 2 Taschen dabei, voll mit Kameragear. Und am Ende habe ich davon nur ein Drittel beziehungsweise vielleicht sogar nur ein Viertel gebraucht. Deswegen möchte ich euch das Video jetzt im Nachhinein vorstellen, damit so ein bisschen vielleicht auch eine Warnung an euch rausgeht, dass ihr es mit den ganzen Sachen einfach nicht immer übertreiben sollt, so wie ich das jetzt gemacht habe. Denn ich habe im beziehungsweise nach dem Urlaub gemerkt, ich bin halt fit. Aber natürlich, es ist Equipment dabei, das war auch wichtig für mich, das wollte ich unbedingt mitnehmen und das werde ich euch jetzt hier alles mal vorstellen, was ich dabei hatte, was ich gebraucht habe, was ich nicht gebraucht habe. Fangen wir doch einfach direkt mal an. Ich habe hier 2 Kamerataschen, die sind beide von Nomatic. Ich habe hier einmal das McKinnon Travel Pack, glaube ich, irgendwie sowas, den Kamerarucksack in der Travel Edition, also der ganz große. Und ich habe mir dazu noch den kleinen Pack geholt. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher das ist. Der hat, glaube ich, 20 Liter oder irgendwie sowas. Der ist natürlich deutlich kleiner. Den hatte ich dann auch noch in einem Trolley im Handgepäck. Den hatte ich auf dem Rücken, ja, im Handgepäck. Ich habe beides natürlich im Handgepäck gehabt, denn das Equipment will man so natürlich nicht irgendwie im Flugzeug aufgeben, weil man weiß ja, wie da öfters mal damit umgegangen wird. Lasst uns also gerade einfach mal anfangen. Vielleicht zuerst mal mit den unwichtigen Dingen, dann kann ich die hier nämlich wieder wegpacken. Ihr seht es hier vorne vielleicht. Ich habe hier noch einen zweiten Kamerawinkel, da dürftet ihr es auf jeden Fall sehen. Ich habe Stative mitgenommen. Wir haben hier einen Gorilla-Pod, einen Joby 5K. Der ist wirklich groß und der ist auch stabil und den habe ich auch sehr oft benutzt. Also den lege ich gerade mal hier hin, weil den habe ich benutzt, den kann man auch brauchen. Der hat mir sehr gute Dienste erwiesen, gerade während dem Autofahren, die Aufnahmen, dann hat man ein bisschen was zum Stabilisieren, aber natürlich auch, wenn man die Kamera irgendwo mal schnell hinstellen wollte, der hat sich wirklich gelohnt. Wir sehen dann hier noch ein Small Rig Tribex Stativ. Das ist das Coole in Kooperation mit Potato Chat, wo hier den Griff hat, wo ihr das Ganze schnell verstellen könnt. Das war mit dabei. Das hatte ich in meinem Koffer aufgegeben im Flieger. Und da kann ich euch sagen, ich habe das Stativ gar nicht benutzt. Das war also wirklich was, das hatte ich mitgenommen. Das wiegt ja auch ein bisschen was, aber ich hatte genug Gepäck zur Verfügung, deswegen war es nicht so das Problem. Aber ich habe das einfach nicht benutzt. Das Stativ an sich ist wirklich tipptopp, aber ich kam einfach nicht dazu. Ich wollte da eigentlich ein bisschen den Sternenhimmel aufnehmen und habe das ein bisschen gemacht, aber nicht mit diesem Stativ und ich hatte auch einfach nicht wirklich die, sorry, bin noch ein bisschen erkältet, ich hatte nicht wirklich die Zeit dafür. Das stelle ich direkt mal weg. Dann kommen wir hier zum 3 Meter Selfie-Stick von der Insta360X4 und die haben wir auch direkt hier und da kann ich euch sagen, die Kamera habe ich wirklich sehr viel benutzt, gerade aus dem Auto raus oder so. Wenn ihr so einen leichten Verfolgungsshot machen wollt oder sowas, Drohnenfliegen ist da drüben ja nicht so verbreitet, vor allem in den Nationalparks dürft ihr es nicht und da war das dann natürlich von Vorteil, hier die 360-Grad-Kamera mitzunehmen. Deswegen, das Ganze habe ich hier auch genutzt. Wir hatten eine Drohne dabei, eine DJI Mini 4 Pro. Die haben wir genau 0 Flugstunden fliegen lassen, weil wir eben sehr viel in Nationalparks unterwegs waren. Und deswegen, ja, hat sich das Thema Drohne da schnell erledigt. Aber wie gesagt, 360-Grad-Kamera war mit dabei. Dann meine Main-Fotokamera, die Nikon Z8. Die war mit dabei, zusammen mit 2 Objektiven, dem 35-150 2 bis 2.8 von Tamron und dem Nikon 28 bis 400 mm. Und jetzt überlegt mal kurz, welches Objektiv habe ich wahrscheinlich mehr benutzt? Das 28 bis 400 mm Objektiv, denn da habt ihr eben 28 bis 400 mm, ihr habt Brennweite ohne Ende, ihr könnt damit alles aufnehmen, was ihr so fotografieren wollt. Es war dauerhaft an der Kamera, da ist auch die Lichtstärke von 4 bis 8 jetzt nicht so das Problem, vor allem eben, wenn man tagsüber fotografiert, da drüben hat es genug Sonne, war da wirklich nicht das Problem. Die Kamera tipptopp, hat super viel Spaß gemacht, hat sich gelohnt mitzunehmen. Ein anderes Problem, das 35-150. Ich wollte es mitnehmen, klar Lichtstärke und so ein bisschen freistellen und sowas kann man ja immer brauchen. Damit Bilder gemacht, 0. Da bin ich so ehrlich, völlig umsonst mitgenommen. Ich habe wirklich gedacht, ich habe das ein bisschen mehr im Einsatz. Hat sich dann doch nicht so im Einsatz, also packen wir das Ganze mal weg. So, was befindet sich denn hier noch so im Rucksack? Wir haben hier
das Nikon 26mm 2.8. Das habe ich mitgenommen für eine andere Kamera, die ich dabei hatte, und zwar die Nikon ZR. Ich wollte damit, ihr habt es vielleicht schon im anderen Video gesehen, einfach ein bisschen Vlogs machen und so. Jetzt ist ja das Ende vom Lied gewesen. Ich habe das Objektiv und auch hier, ich habe hier noch das, was ist das hier? Ein Wildrox, genau, Wildrox 28mm mit, ich glaube, fester Blende 4.5 hatte ich auch noch mit dabei. Ist ein Pancake, wenn ihr das seht, wenn der Deckel weg ist, das ist wirklich sehr klein. Das wollte ich so ein bisschen als Objektivdeckelersatz nutzen. Beide Objektive da drüben benutzt 0,0. Und das hat einen besonderen Grund. Ich packe die hier gerade auch mal weg. Und zwar, ich habe an der Nikon ZR das Tamron 16 bis 30mm 2.8 Objektiv drauf gehabt. Das ist ein Zoom-Objektiv und ihr seht es hier, es ist wirklich relativ kompakt. Es ist mit 2.8 natürlich auch lichtstark und bietet sich perfekt an, um an der ZR einfach zu filmen. Ich habe die ZR wirklich nur zum Filmen benutzt und habe aber auch wirklich sehr viel gefilmt. Ich habe da ein bisschen einen Vlog mitgemacht. Das Objektiv perfekt, hat sich 1A dafür gelohnt. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden gewesen. Das hatte ich mit dabei. Ihr seht hier, ich habe das Rode VideoMic Go 2 hier oben drauf, weil ich habe das Nikon-Mikrofon, das sich hier oben anstecken lässt, zwar mitbestellt, das war aber leider noch nicht da. Einen wunderschönen guten Morgen, ein neuer Tag bricht an. Wir sind hier am June Lake in der Nähe vom Yosemite Nationalpark. Also die Kamera hat sich auch gelohnt, auf jeden Fall. Da kann ich euch auch ein bisschen was einblenden und da werden auch noch ein paar Videos kommen. Nikon ZR hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Was ihr hier auch seht, Kameragurte. Ich habe einen großen Peak Design Gurt und einen kleinen Peak Design Gurt dabei gehabt und eine Handschlaufe und ich habe alles 0,0 Minuten benutzt. Was ich noch mit dabei hatte, ein Nikon 50mm 1.8. Ich habe gedacht, Lichtstärke 50mm 1.8 kann man immer mal wieder ein bisschen brauchen. Wie oft habe ich es genutzt? Genau 0,0 Stunden. Also ja, hat sich nicht wirklich gelohnt, das alles mitzuschleppen. Dann noch was. Ich habe eine Sigma BF dabei gehabt mit dem Sigma 50mm f2 Objektiv. Ich wollte einfach so für ein bisschen unterwegs in Vegas oder in LA, wenn ich unterwegs bin, Bilder machen, dann ist es ja immer cool, wenn man ein bisschen was in der Tasche mit dabei hat. Die BF macht wirklich sehr viel Spaß. Ratet mal, wie viele Bilder ich mit der Kamera gemacht habe? Fast keins. Die ist also auch völlig umsonst mitgeflogen, mehr oder weniger. Das tut mir auch ein bisschen weh, weil ich wollte damit wirklich sehr viel mehr Bilder machen. Ich habe aber mit der ZR und mit der Z8 Kameras dabei gehabt, wo ich einfach den Großteil fotografiert habe. Was dann natürlich auch nochmal hier, mein iPhone 17 Pro war mit dabei. Da habe ich auch sehr viele Bilder gemacht, gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist. Da hatte ich dann doch irgendwie nicht so die Lust, die Kamera hier mitzunehmen. Deswegen, Kamera kommt erstmal weg. So, und dann wird es hier schon ein bisschen enger. Man sieht aber noch ein bisschen was. Hier haben wir zum Beispiel eine Insta360 Ace Pro 2. Actionkamera. Wir wollten eigentlich von Vegas mit dem Hubschrauber in Grand Canyon fliegen. Hat sich leider nicht mehr ergeben, weil alles ausgebucht war, beziehungsweise als wir es noch buchen konnten, hätte der Flug $960 pro Person gekostet. Es war uns dann doch zu viel. Deswegen die Kamera und auch hier die DJI Nano, die waren beide mit dabei, wurden beide gar nicht eingesetzt, weil es kam eben nicht dazu. Wir hatten jetzt nicht wirklich irgendwie was, wo wir groß Action oder sowas aufnehmen wollten, mussten, könnten, konnten. Die 360-Grad-Kamera war da mit dabei und die hat ihren Job da gut getan. Was ich noch mit dabei hatte, die Rode Wireless Pro Mikrofone. Ich habe es hier gerade dran. Ich wollte ja so ein bisschen vloggen, habe ich auch gemacht, aber eben mit diesem Mikrofon da hätte man sich sparen können. Ich packe es auch mal hier runter. So, und dann lichtet sich das Ganze hier so langsam schon ein bisschen. Wir sehen hier noch einen DJI Pocket 3. Den hatte ich natürlich auch mit dabei. Da wollte ich ein bisschen vloggen. Am Ende habe ich nur die ZR benutzt. Der Pocket 3 blieb in der Tasche. Auch die DJI Mics, die ich dabei hatte, blieben in der Tasche. Die habe ich echt nicht genutzt, also auch das ist völlig umsonst mitgekommen. Wiegt jetzt nicht so viel und es ist immer besser, wenn man es dabei hat und nicht braucht, wie wenn man es braucht und es eben nicht dabei hat. Jetzt läuft die Katze hier durchs Bild. Milli, geh mal hier runter. Ja, Mau, komm, du kannst dich da hinsetzen. So, völlig umsonst mitgenommen. Gut, und dann hatte ich hier noch Filter dabei. Filter, sehr wichtig, denn man möchte natürlich gerade beim Filmen 180 Grad Shutter erreichen. Hatte ich auch alles dabei, wurde auch sehr viel benutzt. Hier ist der Polar Pro 2- bis 5-fach ND-Filter.
67 mm, der passt perfekt aufs Tamron, habe ich auch benutzt, habe dann irgendwann aber bemerkt, dass ich beim 5. Stop irgendwie so eine leichte Abschattung oder irgendwie so ein bisschen eine Farbverschiebung im Bild hatte. Hat mir nicht ganz gefallen, deswegen bin ich dann irgendwann nur noch auf 3 Stopp gegangen, also bis zum 3. Stopp, manchmal bis zum 4. Stopp und bin dann über die Verschlusszeit und über die Blende eben so auf die Belichtung gekommen. Habe ich ich glaube am ersten Tag dann erst bemerkt und hat mir ein bisschen wehgetan. Da muss ich noch mal ein bisschen erforschen, warum das so war, weil ich war mit dem Filter eigentlich immer zufrieden. Aber naja, man kann nicht alles haben. Dann noch 82 mm Filter, Polfilter und nochmal ein ND-Filter, einen Variablen, waren alle mit dabei, wurden auch gebraucht. Kann man wieder mitnehmen. Klar, hier so ein Blasebalg, um das Ganze hier zu entstauben. Ist da drüben in den Wüsten und so nicht ganz unwichtig, war mit dabei. Wir haben hier diverse Halter für die kleinen Action-Cams, die hier drin sind, wurden natürlich, weil die Cams nicht benutzt wurden, auch nicht mit benutzt. Dann hatte ich noch, was ziemlich wichtig war, hier die Ilano Powerbank mit dabei. Ihr habt da eine Powerbank, ihr könnt da 2 Nikon-Akkus mitladen und die hat wirklich sehr gute Dienste geleistet. Also ich habe mehrere Nikon-Akkus, die Z8 und die ZR haben ja denselben Akku, die habe ich mitgenommen und da war es auch immer so, ich konnte die immer gut nutzen und während der Fahrt hat das Ganze dann immer noch nachgeladen, klar, im Red RAW aufgenommen. Ich habe sehr viel aufgenommen. Da kommt einiges an Stromverbrauch natürlich auch zusammen und ja, das habe ich mehr oder weniger gut genutzt. Ich tue mal das hier auch alles hier hinlegen, dann sehen wir nämlich nachher einfach mal, was ich im Endeffekt alles dabei hatte. Dann klar hier ein bisschen Headphones, ein bisschen AirPods und so weiter, Stromadapter muss man mitnehmen, muss man natürlich auch zum Editieren dabei haben. Hatte ich mit dabei, habe ich auch gebraucht. Und dann hier im Rucksack, den können wir jetzt dann mal runter machen. Klar, mein MacBook zum Editieren. Ich wollte eigentlich unterwegs ein bisschen mehr editieren, kam dann nicht wirklich groß dazu, aber es war halt natürlich auch zum Abspeichern und so, zum Sichern immer mit dabei. Deswegen wird das natürlich gebraucht. Und dann hatte ich hier meine komplette Angelbird-Ausrüstung dabei. Also ich habe hier SSDs gehabt, Speicherkarten und so weiter. Ich packe hier jetzt nicht alles aus, aber natürlich hier mein kleines Mäppchen mit den Speicherkarten. Ich habe sehr viele Angelbird Compact CF Express Type B Karten in 512 GB und in 1 TB Versionen dabei gehabt, weil ich eben auf der ZR in Red RAW aufgenommen habe. Und die Angelbird-Karten, die machen da einfach einen guten Job. Die sind preislich wirklich sehr gut. Da habe ich einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis damit gefunden. Den vertraue ich auch. Also ich hatte da nie einen Ausfall oder sowas. Und klar, mit 512 GB und 1 TB geht da dann auch schon mal ordentlich was drauf. Und ansonsten habe ich hier natürlich noch Akkus und so eine kleine 1 TB SSD fürs iPhone, weil eben iPhone ProRes RAW Aufnahme unterstützt das Ganze nur extern, war mit dabei, wurde aber, ich glaube, nur 1-2 Mal benutzt, weil ich eben mit der ZR viel filmen wollte. Ich habe dann hier noch ein paar weitere SSDs dabei gehabt, weil man eben sehr viele Daten zur Verfügung hat, beziehungsweise sehr viel Speicher zur Verfügung hat, wo man eben seine Dateien dann drauf speichern kann. So, und dann packe ich den Rucksack jetzt hier mal noch weg. Und dann seht ihr mal wirklich, was ich von diesem ganzen Equipment, was ich mitgenommen habe, am Ende wirklich gebraucht habe. Und das war mehr oder weniger nicht arg viel. Eine Nikon Z8, klar, das ist eine wirklich sehr potente Kamera, die hat einen richtig guten Job geleistet. Die Nikon ZR, die hat zum Filmen richtig Spaß gemacht. Und am Ende war es dann noch eine Insta360 X4 für ein paar Aufnahmen, so Handy und ansonsten nur noch Speicher ohne Ende und Akkus. Und ihr seht mal, das Ganze würde jetzt locker in den Rucksack reingehen. Ich brauche keine 2 Rucksäcke, ich brauche nicht 5, 6 Action-Kameras mit dabei. Die Sigma BF hat mir wirklich wehgetan, dass ich die nicht wirklich mehr benutzt hatte. Aber da ist es halt echt nicht dazu gekommen. Und dann seht ihr mal, was man so an Platz auch wirklich sparen kann, wenn man am Ende wirklich weiß, was man denn so verwenden will. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen weitergebracht. Vielleicht war es für euch auch langweilig. Ich wollte euch einfach ein bisschen rüberbringen, was ich da so verwendet habe, weil ich wollte eigentlich ein Was ist in meiner Kameratasche Video vor der Reise machen, kam da aber nicht mehr dazu. Und am Ende habe ich sehr viel draus gelernt, dann doch nicht mehr so viel mitnehmen zu müssen beim nächsten Mal. Das Equipment hat einen wirklich guten Job gemacht.
Ich war damit wirklich sehr zufrieden. Und ja, beim nächsten Mal nehme ich einfach ein bisschen weniger mit. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so immer benutzt, beziehungsweise wie es bei euch so mit dem Packen ist. Ich hatte eben sehr viel Gepäck zur Verfügung, deswegen habe ich einfach mal mitgenommen, was ich konnte. Am Ende habe ich wirklich nicht viel davon gebraucht. Es sind aber coole Aufnahmen dadurch entstanden. Die werden in den nächsten Videos dann auch noch kommen. Wenn ihr euch fragt, warum Lumix nicht mit dabei war, das war eigentlich so ein Thema. Ich wollte eigentlich eine S1 II mitnehmen, weil die ja wirklich sehr coole Videoaufnahmen hinkriegt. Das Ganze noch mit einem Stabi perfekt stabilisiert. Die Kamera war leider nicht zur Verfügung. Die habe ich zu Lumix geschickt gehabt, die haben die gebraucht, weil ihr wisst ja, ich habe da so ein bisschen eine Partnerschaft mit Lumix. Die sollte vor dem Urlaub eigentlich wieder kommen, hat es leider nicht mehr pünktlich hergeschafft. Sonst wäre die auf dem Weg mitgekommen und damit hätte ich natürlich noch mehr gemacht. War so dann eben nicht mit dabei. Ja, und wie gesagt, das war es dann jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.